Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute mache ich Pflaumentaschen. Die könnt ihr aber mit allem füllen, was ihr gerne mögt. Und Martin liebt Pflaumen. Ich esse sie auch gerne, deswegen machen wir das damit. Ist natürlich saisonabhängig, wann man sie kriegt. Hier hat man sie im Moment. Und deswegen mache ich die jetzt erstmal. Was ihr dafür braucht, zeige ich euch einmal. Mehl, Vanillezucker, normalen Zucker, zerlassene Butter, Honig, Hefe, Ei, Salz und Milch. Und den Teig machen wir dann jetzt einfach mal zusammen. Hätte ich draußen lassen sollen. Also einmal das Mehl. Dann den Zucker. Den Vanillezucker. Packen wir erstmal die trockenen Zutaten, die Hefe. Salz. Jetzt kommen die flüssigen, das Ei. Erstmal dünnflüssig, jetzt die Milch. Also eigentlich nur alles zusammen in die Schüssel. Jetzt die Butter. Dann nehme ich aber jetzt keine heiße, weil sonst geht die Hefe kaputt. Die ist schon ein bisschen ausgekühlt. Und den Honig. Und das kommt jetzt in die Maschine, auf die Maschine. Das wird jetzt für ein paar Minuten durchgeknetet, bis der Teig nicht mehr hier am Schüsselrand klebt. Das ist natürlich auch wieder je nach den Zutaten. Manchmal müsst ihr noch so ein bisschen Mehl reintun, wenn es zu zu feucht ist der Teig. Wenn es zu trocken ist, tut einfach noch ein bisschen Milch rein und dann kriegt ihr das auch schon hin. Der Teig ist fertig. Nehmen wir noch so ein bisschen Mehl zur Hilfe. So. Der klebt jetzt noch so ein bisschen, aber halt nicht an der Schüssel, wie ihr gerade gesehen habt. Einfach nur noch mal so ein bisschen Mehl hier an die Finger. Hol den kurz raus. Also. So, geben wir den noch mal einmal ganz kurz durch. Das Mehl in die Schüssel. Und dann kann der jetzt erstmal gehen. Bevor du wieder fragst, wie lange, ich kann da jetzt keine Zeit sagen. Mal dauert das bei mir eine Dreiviertelstunde, mal 1,5 Stunden, mal 2 Stunden. Der muss sich schon stark vergrößern, der Teig. Weil das seht ihr ja gleich, wie das dann aussehen soll. Da machen wir jetzt einfach nur ein Tuch drauf. So. Und lassen den gehen und sehen uns gleich wieder. Der Teig ist fertig, er ist aufgegangen. So muss das in etwa aussehen. Das Tuch tun wir mal weg. Jetzt mache ich mir ein bisschen Mehl hier auf den Tisch, auf die Arbeitsfläche und kippe mit den hier drauf. Nehmen wir den noch mal einmal kurz durch. Und dann nehme ich mir jetzt erstmal kleine Stücke hier ab, weil mir das sonst zu viel Teig wird, wenn ich das alles ausrolle.
Was ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, oder was heißt zu erwähnen, erwähnt habe ich es zu zeigen, die Pflaumen, die man natürlich auch dafür braucht. Dass man für Pflaumentaschen Pflaumen braucht, ist ja, glaube ich, auch allgemein bekannt. Das hätte selbst ich mir jetzt denken können. Echt? Da seht ihr. Die müssen nachher eh noch aufgehen. Dadurch solltet ihr die auch nicht ganz so dick, ganz so dick ausrollen, den Teig, die Taschen. So reicht das eigentlich schon. So. Also wirklich nur 1-2 mm, sag ich mal. Jetzt nehme ich mir eine Schüssel, weil ich jetzt gerade hier nichts anderes habe. Aber die hat mir schon oft geholfen. Ja, man nimmt irgendwas Rundes von... Genau. Und dann halt auch die Größe, wie ihr die nachher haben möchtet. Ne? Das variiert ja immer je nach Geschmack. Packe ich mir die einmal jetzt zur Seite. Das wird gleich wieder ausgerollt. Ich mache euch jetzt einmal eine vor, weil ihr müsst das ja jetzt nicht unbedingt alles sehen. Ist ja auch langweilig. Die rolle ich mir nochmal einmal so ein bisschen länglich. So. Jetzt tue ich hier, also ich tue meist 4 Pflaumenstücke da rein. Da kommt ja auch drauf an, wie groß sind die Pflaumen. In Deutschland nimmt man ja oft Zwetschgen. Ja. Haben ja einmal mal wieder unterschiedliche Zwetschgen Größen. sind nie besser. Nein, ist ja eigentlich egal. Jetzt habe ich hier Wasser auf dem Teller. Machen wir das eigentlich nur so ein bisschen nass. Damit das besser klebt nachher. Dann spüle ich das wieder drüber. Also sonst klebt mir das gleich am Tisch fest. Und mache die Tasche mit der Gabel zu. Oder was auch immer ihr habt. Wenn ihr so ein, ich weiß gar nicht, wie das denn, so ein Rollding da quasi, könnt ihr das natürlich auch damit machen. So, und dann tut ihr die einfach aufs Backblech. Unterlage drunter ist jetzt ein Backpapier. Endlich mein Dauerbackpapier. Und das macht ihr eigentlich jetzt mit den anderen. Und dann sage ich euch gleich, wie es weitergeht. Der Backofen ist gleich vorgeheizt. Die erste Fuhre ist auch schon so weit gegangen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich fertig war. Jetzt verrühre ich mir einmal hier kurz das Ei. Hätte ich jetzt auch schon vorher machen können, aber gut. Müsst ihr 2 Sekunden länger zugucken. Und streiche die Taschen eigentlich nur damit ein. Ich mache das jetzt erstmal nur bei dem ersten Blech. Obwohl bei dem zweiten kann ich das auch schon machen, bei dem letzten jetzt nur noch nicht. Das soll noch mal ein bisschen aufgehen. Und dann gehen die jetzt so für 10 bis 15 Minuten ungefähr in den Backofen. Ich würde ein bisschen Auge drauf behalten, weil ich ja gerade schon gesagt habe, die werden recht schnell braun dann. Ist mir nämlich schon häufiger passiert. Ich hoffe diesmal nicht. Dann sehen wir uns gleich beim Dekorieren wieder. Ich zeige euch jetzt, wie ihr den Guss macht. Normalerweise mache ich den mit Puderzucker und Zitrone, aber das Wetter. Aber Martin ist jetzt nicht so der Fan von. Das ist gleich einfach nur so zum Umkippen, Umfüllen. Ihr nehmt Puderzucker und rührt den so nach und nach immer so mit so ein bisschen Wasser an. Also kenne ich das jetzt auch nicht, aber ich wollte es mal ausprobieren. Im Endeffekt, ob man da jetzt Zitrone oder Wasser nimmt oder Milch oder Butter, ist eigentlich auch egal. Aber die Butter, die brauchen wir gleich noch. Weil ich zeige euch 2 Varianten, wie ihr die verzieren könnt, oder wie nennt man das? Ja, so ein Topping drauf machen, keine Ahnung. Ja, genau, quasi so ein Topping. Ist das besser? Ob das jetzt so klappt, wie ich das auch vorhabe, weiß ich noch gar nicht. Ich will das hier halt in dem, die sind dann meine Spritzbeutel quasi.
Irgendwann schaffe ich mir vielleicht nochmal richtig an, aber momentan brauche ich die jetzt so nicht. Wir können ja mal richtige Spritzbeutel in der Videobeschreibung verlinken. Genau. Ah ja, wollte ich euch auch noch sagen, hier diese Dauerbackfolie, die werde ich euch auch noch mal verlinken. Da ist Sarah überzeugt von. Die ist auch geil. Kannst einfach abwaschen. Backpapier ist halt so verschwenderisch. Das war mal so. Dann macht man dann so auch wie bei anderen Sachen einfach hier die Ecke abschneiden nachher und dann so drüber machen. Ich zeige euch das gleich. Das ist wieder, ja, meine Logik. Und wie das andere geht, das zeige ich euch auch gleich. Da braucht ihr geschmolzene Butter für und Zucker. So. Aber das kann ja erst funktionieren, wenn die Dinger Genau. gebacken sind. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Das mit dem Zuckerguss, das müsst ihr am besten machen, wenn die warm sind, die Pflaumentaschen. Und das ist eigentlich egal. Die ersten beiden Ladungen sind fertig. Die letzte ist jetzt im Backofen. Die habe ich, das ist die erste Ladung, die habe ich schon rausgeholt. Die sind schon ein bisschen abgekühlt. Die sind noch recht heiß. Deswegen machen wir hier jetzt den Zuckerguss drauf. Ich glaube, das wird da auch noch funktionieren, nur das soll halt nicht ausgekühlt sein. Ich habe es schon nie mit so einem Spritzbeutel gemacht. Irgendwann sind wir das erste Mal. Ja, sieht doch auch gut aus. Einmal die andere Richtung. Das könnt ihr auch machen, wie ihr das mögt, so mit dem Pinsel bestreichen, vielleicht halt komplett. Das ist ganz wieder wie ihr mögt. Aber das sieht cool aus, deswegen mache ich das jetzt so. Ich kann das mal noch ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt Hälfte machen möchte, sind jetzt noch 4 Stück im Backofen, heißt ich muss nur noch für 2 Stück überbehalten. Das sollte ich schaffen. So. Und jetzt kommen die anderen dran. Jetzt hier einmal um. Jetzt nehmt euch einfach die geschmolzene Butter. Deswegen solltet ihr die auskühlen lassen, weil ihr müsst sie halt anfassen. Pinsel die gerne ein. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Butter das hier drin ist. Ich habe da einfach so ein bisschen was aufgewärmt. Und wälzt sie da drin. Das mag der Martin. Genau, ich Ja, esse das gerne. lieber mit dem Zucker. Das ist halt nur eine Sauerei. Aber eine Sauerei, die sich lohnt. Das mache ich halt jetzt auch noch mit denen gleich aus dem Backofen. Dann sehen wir uns beim Probieren wieder. Genau. Die sind jetzt alle fertig. Jetzt kommt wieder mein Lieblingspart. Ich darf endlich probieren. Ich schneide die mal beide an. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie so eine Pflaumentasche von innen aussieht. Ja. Einmal die andere. Ja, die unterscheidet sich eigentlich ja nur von oben, aber Ja, aber das sieht gut aus. Wie der Teig sich hier schön angepasst hat. Mega. Ich probiere jetzt. Boah.
Also das ist mega. Mit dem Zuckerguss oben drauf. Ich liebe sowieso Zuckerguss. Muss man ein Amerikaner-Video noch machen, wo ich gerade so bei Zuckerguss bin. Das ist meiner, ne? Das weißt du. Sind ja genug da. Ja. Und ja, doch. Und schon sagst, für mich ist der Zuckerguss eher was. Ja, ich mag das. Ich habe hier noch nie so im Vergleich gegessen. Immer entweder oder. Ja, mega, ehrlich. Also ich würde es an eurer Stelle definitiv machen. Ihr könnt die super einfrieren, wenn ihr jetzt Besuch erwartet oder die doppelte Menge vielleicht mal macht, auch gerade so in der Pflaumensaison. Dann sind ja nicht, die sind ja nicht unendlich da. Kauft ihr euch keine Ahnung wie viele, macht mega viele Pflaumentaschen, friert die ein und wenn Besuch kommt, taut ihr die einfach auf. Haben wir auch schon gemacht. Hat super geklappt. Genau, und schmeckt jetzt nicht anders als sonst. Ne, schmecken immer noch super. Nur, ich würde sie nicht aufbacken, aber. Weil durch den Zuckerguss und durch den Zucker das. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich würde es nicht machen. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit, sagt mir das, was ihr davon haltet, lasst mir einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.